freue mich, dass ihr euch eingeschaltet habt und damit euer Interesse zeigt an dem Thema Fragenkatalog zur Anwendungsfallerhebung. Ich darf das Thema heute vorstellen, und zwar ein Transferprodukt, was in T1 und in T2 entstanden ist. Ich will euch einen kleinen Ausblick geben, was euch heute so erwartet. Also ich will diese Arbeitshilfe, Fragenkatalog einmal vorstellen. Dazu sage ich aber erst ein paar Sätze zur Ausgangslage. Warum brauchen wir das überhaupt? Wo kommen wir eigentlich her mit diesem Bedürfnis, einen Fragenkatalog für die Anwendungsfallerhebung zu entwickeln? Was sind die Ziele und die Mehrwerte dieses Fragenkatalogs? Wie ist der aufgebaut? Ganz klar, da werfen wir einen kleinen Blick rein. Ich habe so eine kleine Auswahl an Fragen mitgebracht. Natürlich nicht alle Fragen, das kann man dann im endgültigen Produkt auch nachlesen. Und dann am Ende will ich noch so über die Chancen und die Grenzen des Fragenkatalogs sprechen. Wir haben den ganzen Prozess reflektiert. Wir reflektieren natürlich stetig unser Produkt auch und haben so ein paar Learnings für uns und aber auch für euch und alle, die sich diese Präsentation im Nachgang anhören, gezogen. Genau, also der Fragenkatalog, das ist ein Transferprodukt von T1 und T2 in München unter der Mitwirkung von den Teilprojekten 1 und 2 aus Hamburg und Leipzig, die ganz fleißig getestet haben, die Fragen kritisch hinterfragt haben und uns Feedback gegeben haben, was wir sehr gut einarbeiten konnten. So, zur Ausgangslage. Also, woher kommen wir überhaupt mit diesem Bedarf, ein Systematisierungssystem für die Anwendungsfallentwicklung aufzubauen? Und zwar, wir haben alle mit Projektstart vom Connected Urban Twins die Aufgabe gehabt, in T2 Anwendungsfälle der Stadtentwicklung für den digitalen Zwilling auf die Straße zu bringen. Wir hatten alle im Vorfeld uns Projektideen und fachliche Fragestellungen überlegt, anhand derer wir unsere Anwendungsfälle aufbauen wollen im digitalen Zwilling, hatten allerdings, weil das von uns eigentlich Neuland war, noch keine ganz konkrete Vorstellung, wie das vonstatten geht, also wie dieser Prozess dahinter ausschaut, welche Schritte aufeinander folgen, um einen Anwendungsfall von A bis Z durchzudeklinieren und schließlich in eine erfolgreiche Umsetzung zu bringen. Wir haben trotzdem versucht loszulegen und dann eben schnell festgestellt, Mensch, so ein systematischer Ansatz, eine systematische Erfassung wäre sehr hilfreich, weil wir doch festgestellt haben, in den verschiedenen Anwendungsfällen stellen wir uns immer wieder die gleichen Fragen, wie man diesen Anwendungsfall beschreibbar macht. Diese Gedanken haben wir auch mit dem Teilprojekt 1 geteilt, die gesagt haben, hey, das passt eigentlich ganz gut zu einer Sache, über die wir uns Gedanken gemacht haben, nämlich so eine Profilmatrix, wie man verschiedene Instanzen des digitalen Zwillings einer Kommune vergleichen kann, klassifizieren kann. Und zeitgleich haben wir auch ein Paper in die Hände gekriegt, ein wissenschaftliches Paper, wo so ein Ansatz drin stand, wie man Anwendungsfälle im digitalen Zwilling, sogar der Stadtentwicklung, klassifizieren kann. Dann haben wir gesagt, lasst uns das nochmal genauer anschauen, und zwar teilprojektübergreifend, weshalb wir einen Workshop geplant haben im August 2022, haben uns da intensivst mit diesen zwei Methodiken zur Erfassung von Anwendungsfällen und den Fähigkeiten urbaner digitaler Zwillinge auseinandergesetzt und dann aber festgestellt, ganz so einfach ist das Ganze nicht. Es bietet uns schon mal eine sehr gute Ausgangslage, sehr gute Anknüpfungspunkte, aber es ist noch nicht eine fertige Methodik, anhand derer wir oder ein Werkzeug, mit dem wir einfach arbeiten können. Deshalb war unser Ergebnis aus dem Workshop, lasst uns diese beiden Methodiken weiterhin berücksichtigen, aber ein Werkzeug entwickeln, mit dem wir den Einstieg in die Erfassung von Anforderungen von Anwendungsfällen auch erleichtern können, mit dem wir die kommenden Anwendungsfälle auch bearbeitbar kriegen. So, das war also die Ausgangslage. Wir hatten keine Standardisierung im Prozess der Anwendungsfallentwicklung, keine Klarheit und Struktur, die aber sehr schnell für nötig erachtet wurde. Außerdem wollten wir so ein nachvollziehbares Vorgehen haben für alle Beteiligten im Anwendungsfallentwicklungsprozess und die Komplexität herunterbrechen, die doch an sehr vielen Stellen im Prozess auftritt. Es war uns klar, wir müssen wahnsinnig viele verschiedene Themen beachten in der Anwendungsfallentwicklung. Also angefangen bei den Daten, bei der Projektidee, bei den Ist-Zuständen, den Soll-Zuständen. Wir konnten aber noch nicht genau erkennen, welche Informationen wann und für wen wichtig sind. Und
Gleichzeitig haben wir aber geahnt, okay, es gibt bestimmt ein paar Dinge, die müssten wir jetzt am Anfang des Prozesses schon wissen, weil sie Auswirkungen auf den gesamten folgenden Prozess haben werden. Und so haben wir dann gesagt, ja, also lasst uns daran arbeiten, einfach eine Idee entwickeln, wie wir das systematisch abarbeiten können. Und jetzt lässt sich so eine Anwendungsfallentwicklung in verschiedene Phasen einteilen, startet natürlich immer mit einem Auftrag, mit einer Anfrage aus der Stadtentwicklung, einer Projektidee, einer Fragestellung und durchläuft dann verschiedene Phasen, bevor der Anwendungsfall im digitalen Zwilling auch umgesetzt wurde und evaluiert werden kann. Wir haben uns dann gedacht, Mensch, ein Fragekatalog, der würde eigentlich am Anfang direkt im Prozess schon gut greifen können. Wenn die Projektidee steht, wenn wir diese Anfrage aus der Stadtentwicklung enthalten haben, und da werde ich dann später drauf eingehen, wo wir von Anfang an uns überlegen können, was sind eigentlich die wichtigen Themen, über die wir sprechen müssen im Laufe der Bearbeitung dieses Anwendungsfalls. Und so haben wir den Fragenkatalog danach aufgebaut, modular, wo wir am Anfang sagen können, Mensch, die und die Module sind für mich sehr relevant. Jedes Modul enthält einige Fragen. Die helfen mir dabei, folgende Sachen zu identifizieren. Und zwar ist es Ziel, anhand des Fragenkatalogs die Ziele der eigentlichen fachlichen Aufgabe, die Zielgruppen und die Stakeholder zu identifizieren, zu benennen. Und außerdem möchte ich einen Ist-Zustand und einen Soll-Zustand erfassen. Ich möchte also wissen, wo starte ich, was ist meine Ausgangslage und wo soll die Reise hingehen? Also was habe ich für Erwartungen, wie der Anwendungsfall im digitalen Zwilling dann auszusehen hat. Und da betrachten wir Prozesse, Programme, Daten, Analysen, aber auch Möglichkeiten, das Ganze kommunizierbar oder visualisierbar zu machen. Jetzt habe ich so ein bisschen schon über Zielsetzung, Mehrwerte gesprochen, möchte das aber nochmal gerne ausführlich machen, damit einfach klar wird, warum dieser Fragebogen sinnvoll und hilfreich ist für uns. So ganz zentral bietet der Fragenkatalog einen guten Einstieg für eine systematische Erfassung von Anforderungen, die für die digitale Bearbeitung von Fachaufgaben in der Stadtentwicklung, also unsere Anwendungsfälle, notwendig sind. Und außerdem unterstützt er uns bei der Kommunikation zwischen den verschiedenen Stakeholdern. Und wir haben jetzt mal hier grob 3 Stakeholder-Gruppen identifiziert. Das Anwendungsfallmanagement in der Mitte, dann die Fachbereiche, also wo der Bedarf entsteht, wo die Projektidee herkommt und unsere IT-Dienstleister. Ob das jetzt unsere Haus- und Hofentwickler sind oder externe IT-Dienstleister, ist jetzt hier erstmal weniger relevant. Ich würde jetzt gerne auf die Mehrwerte der einzelnen Stakeholdergruppen eingehen, aber davor nochmal die Frage, warum benötigen wir den Fragenkatalog konkret, also welche Ziele verfolgen wir damit? Wir wollen eine Strukturierung in der Anforderungserfassung haben, das hatte ich jetzt schon erwähnt, aber zusammen im Gespräch mit den Fachbereichen. Also wichtig ist, dass das im Gespräch weiterhin stattfinden soll. Das schärft dann ein gemeinsames Aufgabenverständnis. Also Fachbereich äußert einen Bedarf und das Anwendungsfallmanagement, wir als Anwendungsfallmanager wollen verstehen, was ist eigentlich wirklich der konkrete Bedarf. Und es hilft uns, die Komplexität einer Fachaufgabe, in der wir vielleicht fachlich gar nicht tief drinstecken als Anwendungsfallmanager, zu begreifen. Für den Fachbereich entsteht dadurch ein Mehrwert, dass er ein besseres Verständnis über die Potenziale und Möglichkeiten eines Anwendungsfalls oder seines Anwendungsfalls im digitalen Zwilling erhält. Also was sind so die Möglichkeiten, Chancen und Grenzen, aber auch von digitalen Zwillingen und wie kann der mich unterstützen, meine Fachaufgabe zukünftig effizienter, transparenter, schneller zu bearbeiten. Und gleichzeitig dient der Fragenkatalog auch als Orientierungshilfe, um die relevanten Informationen zu identifizieren, die ich im Laufe der Anwendungsfallbearbeitung irgendwie hervorholen muss und über die ich sprechen muss, die ich niederschreiben muss. Für das Anwendungsfallmanagement in der Mitte, so als Mittler zwischen Fachbereich und IT-Dienstleistung, der hat damit ein Tool, ein Werkzeug, mit dem er seine Anwendungsfälle
vergleichbar machen kann und eine Systematik hat, die er immer und immer wieder anwenden kann. Zu den Grenzen komme ich am Ende noch, aber quasi wo er Anwendungsfälle zu Beginn der Entwicklung nach einem gewissen Schema abarbeiten kann. Außerdem kriegt er durch die Beantwortung der Fragen im Katalog so einen guten Überblick über eine Aufwandsschätzung. Ist das jetzt ein riesengroßer Anwendungsfall, der eigentlich wie ein neues IT-Projekt ist, oder ist das eher eine Nutzung eines vielleicht vorhandenen Tools, das es sowieso schon in der Kommune gibt? Da wird er einen kleinen Überblick oder einen guten Überblick kriegen. Für einen Dienstleister ist es dann ähnlich. Der bekommt auch zu Beginn der Projektidee, wo noch gar nicht User Stories oder technische Anforderungen in irgendeiner Form beschrieben sind, eine Idee über mögliche Funktionen, die der Use Case benötigt, über technische Komponenten, und kann grob schon mal einschätzen, können wir das leisten mit den Ressourcen, die wir haben. So viel zu den Mehrwerten für die einzelnen Stakeholder. Jetzt noch die Frage, zu welchem Zeitpunkt soll der Fragenkatalog eingesetzt werden und wie wird er eingesetzt? Also das ist jetzt vielleicht schon rausgekommen, dass der Fragenkatalog zu Beginn der Erhebungsphase eines Anwendungsfalls verwendet werden sollte, wenn die Projektidee schon da ist, aber er noch nicht im Detail beschrieben worden ist. Der Fragenkatalog kann aber auch dazu dienen, um am Anfang so diese Ausrichtung nochmal zu schärfen, kann kontinuierlich eigentlich wieder hervorgeholt werden, um die Fragen weiterhin zu schärfen, zu reflektieren, vielleicht mit anderen Akteuren nochmal drüber zu sprechen, um dann am Ende so ein ganzheitliches Bild zu haben. Der Katalog wird immer zusammen mit dem Anwendungsfallmanagement zusammen ausgefüllt im Dialog, also gemeinsam. Es ist nicht das Ziel, dass das einfach ein Papier ist, was der Fachbereich so rübergeschickt kriegt und er den Katalog für sich selber ausfüllt. Er kann immer wieder im Laufe des Prozesses hochgeholt werden und nach neuestem Kenntnisstand ergänzt werden. Ja, was ist der Output? Das, was wir am Ende davon haben in dem Katalog. Und zwar liefert der Katalog notwendige Bausteine, um die Produktvision zu formulieren. Und die Antworten aus den einzelnen Modulen im Katalog liefern Inhalte für die übergeordnete Vision, für die Zielgruppen, für die Bedürfnisse, für die Anforderungen an das Produkt selbst und für die strategischen Ziele, die mit der fachlichen Aufgabe verfolgt werden. Das heißt, habe ich den Fragebogen einmal beantwortet, fällt es mir leichter, eine Produktvision abzuleiten, in der dann erkennbar wird, wo stehen wir und wo soll die Reise hingehen. Auf der anderen Seite bringt er einen Mehrwert ist so die technische Umsetzung, so ein erstes kurzes Fazit. Und zwar kann ich ableiten, welche Anforderungen an diesen Anwendungsfall eigentlich gestellt werden, wie komplex das wird, ob jetzt nur eine Datenintegration notwendig ist, ob neue Funktionen implementiert werden müssen und eine Datenintegration stattfinden muss oder ob nur die neuen Funktionen implementiert werden müssen oder ob es vielleicht auch eine ganz andere Form der Umsetzung ist, wie zum Beispiel eine Vergabe an extern. Und so kann ich dann dabei, wenn ich diese Tabelle dann ausfülle, schon festlegen, ja, wer übernimmt die Federführung, in welchem Bereich, sprich mit welchen Personen werde ich mich in der nächsten Zeit auseinandersetzen. So, und jetzt würde ich gerne einen Blick in den Fragenkatalog reinwerfen mit euch gemeinsam. Das ist aktuell noch ein Katalog, der sehr münchenspezifisch ist. Also wir haben auch mit LHM abgekürzt als für München dann auch die Fragen formuliert, weil wir das eben in München aufgebaut haben und mit unseren Anwendungsfällen und unseren Fachabteilungen getestet haben. Das wollen wir aber am Ende noch überarbeiten, dazu komme ich später drauf. So, wie ist der Fragenkatalog aufgebaut? Grundsätzlich haben wir 3 Teile, den Katalog selbst, ein Begleitheft und ein Glossar, um Begrifflichkeiten, die im Katalog fallen, zu erläutern. Der Fragenkatalog selbst ist in 5 Module aufgeteilt und wird am Ende nochmal beschrieben in einem Begleitheft, wie der anzuwenden ist. Wir haben eine thematische Einführung mit reingebracht, wo so die Chancen der digitalen Stadtentwicklung und wie urbane digitale Zwillinge als virtuelle Abbilder der Stadt neue Möglichkeiten zur
interdisziplinären räumlichen Analyse bieten können und zur Visualisierung, Kommunikation von den komplexen Fachaufgaben, die wir im Anwendungsfall bearbeiten, auch unterstützen können. Und dann haben wir noch ein kleines Kapitel mit Praxisbeispielen. Aktuell sind da jetzt noch Beispiele aus München drin zu finden. Genau. Und dann am Ende eben ein Glossar. Ich würde euch jetzt einen Einblick in diesen Teil bieten, also die Fragen selbst. Das ist, also modular ist der Fragebogen aufgebaut, das hatte ich schon erzählt, und hat übergeordnet ganz oben im Modul 1 fragt er die fachlichen Fragestellungen ab. Also welche Fragestellungen muss beantwortet werden, bestimmt auch welche Prozesse, Programme, Analysen, Kommunikationsmittel und vor allem Daten benötigt werden. Also das ist ganz zentral wichtig, um die Genese des Anwendungsfalls zu bestimmen. Dann in einem zweiten Teil, also Modul 2, 3, 4 und 5, ist das Ziel, einen Ist- und einen Soll-Zustand zu beschreiben. Modul 2 mit Prozessen und Programmen, der macht so eine Klammer nochmal drüber, über die folgenden Modulen, wo notwendige und vorhandene Prozesse und Programme zur Dateneinbindung, zur Analyse, zur Kommunikation von den Informationen, Erkenntnissen eingefangen werden. Und dann wird es ein bisschen komplexer mit Modul 3, Modul 4 und den Daten, die sich jeweils gegenseitig bedingen. Unter Analysen wird identifiziert, welche verschiedene Datensätze oder Daten verarbeitet werden und welche Analysen durchgeführt werden müssen, um zu neuen Aussagen zu kommen, wie Daten miteinander verschnitten werden müssen, damit sie einen Mehrwert generieren. Im Modul 4 wird festgelegt mit Visualisierung und Kommunikation, wie ich die Daten aus den Analysen zur Schau stellen soll, wie ich mit denen umgehen möchte, wie die Ergebnisse im digitalen Zwilling visualisiert werden und wie ich mit denen weiterarbeiten kann. Und ganz grundsätzlich, und das steht deshalb unten, stellt das Modul 5, bezieht sich auf die Daten, die natürlich die Basis und zwingende Voraussetzung sind für den gesamten Anwendungsfall. Denn nur mit den Daten, die ich vorhanden habe, also die ich schon habe oder die ich neu beschaffen werde, kann ich überhaupt einen Mehrwert generieren, wenn ich meinen Anwendungsfall umsetzen möchte. Der Umgang mit den ganzen Fragen in den einzelnen Modulen, der läuft, das ist auch bedarfsorientiert. Das heißt, je nach Fragestellung, nach Zielsetzung wähle ich die entsprechenden Fragen in meinen Modulen aus. Der Anspruch ist nicht der, dass ich wirklich alle Fragen von A bis Z auch beantworte. Das muss einfach abhängig sein der zentralen Fragestellung. Man kann den ganzen Fragebogen ausfüllen, wenn das die fachliche Fragestellung hergibt, muss aber nicht der Fall sein. Und jetzt würde ich einen Blick in die Fragen werfen und das Ganze anhand eines Beispiels, und zwar eines Münchner Anwendungsfalls der Wohnungsmarktbeobachtung durchdeklarieren. Das ist ein recht simpler Anwendungsfall, den ich einmal ganz kurz erläutern möchte. Und zwar werden bei uns in München also Informationen zur Wohnungsmarktbeobachtung aktuell einzeln in verschiedenen PDFs zur Verfügung gestellt für die gesamte Stadtgesellschaft. Das ist auf www.münchen.de herauszufinden. Allerdings sucht man da ein bisschen, bis man auch wirklich zu den richtigen PDFs kommt, die man möchte. Da sind Berichte abgelegt, da sind Faltblätter abgelegt, also unterschiedliche Arten von Informationsgewinnung kann man da abrufen. Allerdings alles einzeln in PDFs. Ist schwer lesbar, nicht immer barrierefrei und so weiter. Und deshalb ist der Fachbereich auf uns zugegangen, hat gesagt, hey Mensch, wäre es nicht möglich, diese Informationen irgendwie anders darzustellen? Wir wünschen uns ein Dashboard, ein interaktives Dashboard, wo sich jeder, der sich zum Wohnungsmarkt in München informieren möchte, die Informationen zusammenklicken kann, die er denn gerne hätte, vielleicht sogar nur für einen kleinen Teil der Stadt. Genau, also dieser einfache Anwendungsfall, den wollen wir jetzt einmal aufrollen und uns die Fragen angucken. Im Modul 1, also der Beschreibung der fachlichen Fragestellung, haben wir als allererste Einstiegsfrage gewählt, beschreiben Sie kurz die fachlichen Aufgaben, bei denen der Anwendungsfall zum Einsatz kommt. Und jetzt habe ich das Beispiel Wohnungsmarktbeobachtung hier eingeblendet.
Und darin beschreiben wir, die Landeshauptstadt München beschreibt eine für alle Akteurinnen der Wohnungsmarkt nutzbare, regelmäßige Wohnungsmarktbeobachtung. Das Ziel ist es, eine neutrale Planungsgrundlage für die Akteure und Akteurinnen auf dem Wohnungsmarkt bereitzustellen und Handlungsempfehlungen für die Kommunalpolitik abzuleiten. Als zweite Frage, oder die ich jetzt hier eingeblendet habe, dritte Frage im Katalog, fragen wir das Ziel dieses Anwendungsfalls ab, das im Rahmen des digitalen Zwillings erreicht werden soll. Und es soll kurz beschrieben werden. Und da haben wir eine Tabelle vorbereitet mit verschiedenen möglichen Zielen von Anwendungsfällen im digitalen Zwilling. Für die Wohnungsmarktbeobachtung haben wir ein Ziel, ein zentrales Ziel festgelegt und noch ein weiteres unter Sonstiges benannt. Wir wollen Planungen oder Entscheidungen mit Informationen unterstützen und damit vor allem die Fachplanung, Verwaltung, Stadträte, Referatsleitung oder auch Bürgerinnen und Bürger unterstützen bei der Informationsgewinnung. Und als sonstiges Ziel haben wir noch mit aufgenommen, dass wir gerne die Daten, die wir verarbeiten, teilautomatisiert zur Verfügung stellen wollen würden und schön grafisch aufbereitet haben wollen. Jetzt ist die Frage im zweiten Modul, also Prozesse und Programme, welche verschiedenen Programme, Software oder Apps nutze ich denn aktuell bei dieser Zusammenstellung der Informationen zur Wohnungsmarktbeobachtung. Und da haben uns die Fachplanerinnen angegeben, dass sie GIS benutzen, also Karteninformationssysteme, Statistiksoftware und MS Office-Produkte, Word, Excel etc. Damit haben wir also eine Bestandsaufnahme gemacht, welche Tools kommen aktuell zum Einsatz, damit wir wissen, wie wir die für den Dashboard später auch einbinden können. Dann haben wir noch eine zweite Frage, habe ich die zweite Frage hier noch, die zur ersten Frage ganz gut passt, mitgenommen. Und zwar, treten bei der Nutzung dieser vorherig genannten Programme auch Probleme oder Hürden auf? Und gibt es spezielle Punkte, die einen wirklich sehr stören? Und das konnte man dann eben nochmal spezifizieren. Hier wurde uns genannt, dass der Einlesevorgang der Daten teilweise schwierig ist, weil die Datenquellen und Datenformate nicht immer zusammenpassen. Das bedeutet natürlich ein sehr hoher Zeitaufwand für die Planerinnen und Planer. Und es gibt Medienbrüche zwischen SPSS, Excel und GIS. Das heißt, man muss damit rechnen, dass Fehler passieren, muss die dann korrigieren. Das kostet wiederum Zeit. Und dann sind die Datengrößen bei der Darstellung in Word problematisch. Auch ein ganz banales Problem, aber relevant für uns natürlich. So, jetzt habe ich so eine kleine Aufnahme dessen, wo ich starte und wo es am Ende eigentlich hingehen soll mit diesem Anwendungsfall. Jetzt will ich nochmal genauer nachfragen, wie verwende ich eigentlich die Daten in der Wohnungsmarktbeobachtung aktuell und wie soll das auch in Zukunft gemacht werden? Und das fragt das Modul 3 unter Analysen ab. Wir haben hier einige Arten der Analysen gelistet. Einmal räumliche Analysen zusammengefasst, dann Analysen, die mit KI unterstützt nur gemacht werden können, dann Vorhersagen, Simulationen und Soll-Ist-Vergleiche. Also so ordnen sich verschiedene Arten der Analyse in diese 5 Gruppen ein. Die haben wir im Fragenkatalog auch alle nochmal mit Beispielen unterlegt. Die habe ich nur jetzt hier der Darstellung halber rausgenommen. Dass man eben auch versteht, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Entfernungsanalysen oder Zeitreihen, wie jetzt hier unter räumlichen Analysen. Für unser Anwendungsfall Wohnungsmarktbeobachtung ist das eigentlich ganz einfach. Wir haben lediglich räumliche Analysen, wo wir einfach verschiedene Datensätze miteinander kombinieren und in Beziehung zueinander setzen. Also eine recht simple Sache. Im Modul 4 unter Visualisierung und Kommunikation will ich jetzt nun festlegen, wie ich die gewonnenen Daten aus der Analyse oder die verarbeiteten Daten, die neuen Informationen auch aufbereiten möchte. Und dazu haben wir eine Frage gestellt, für welche Zielgruppe sollen die Ergebnisse aufbereitet werden und in welcher Form dargestellt. Wir haben verschiedene Darstellungsformen aufgelistet, also 2D-Karte, 3D-Modell, Dashboard und so weiter und dann auch die Zielgruppen mit in die Tabelle reingenommen, wo wir dann einfach feststellen können,
was stellt sich der Fachbereich vor, für wen soll in welcher Form das Ergebnis dargestellt werden. Das war so die Antwort. Also für das Dashboard Wohnungsmarktbeobachtung ist für den Fachbereich, für die Politik und für Bürgerinnen und Bürger eine 2D-Karte essentiell, gehört irgendwie zu einem Dashboard in der Stadtentwicklung dazu. Dashboard selbst wurde natürlich hier auch angekreuzt, das ich dann aber mit Diagrammen und Tabellen auffüllen möchte. Und speziell für den Fachbereich selbst wurde noch der Bedarf geäußert, dass Sie gerne auch die Möglichkeit hätten, Karten zu exportieren, die Ergebnisse im Dashboard zu exportieren und irgendwie Reports zu erstellen. Wie genau das Ganze ausschaut, weiß man zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht. Wird nicht im Fragebogen erhoben. So, und dann so unsere Basis, die für den Anwendungsfall einfach da sein muss, die Daten. Da haben wir auch verschiedene Fragen gestellt. Hier eine Auswahl 2 Fragen. Gibt es über die verwendeten Daten hinaus weitere, also die aktuell schon verwendeten Daten, weitere Daten innerhalb oder außerhalb der Stadt, die sinnvoll wären, aber jetzt noch nicht genutzt werden? Also gibt es irgendwie 3D-Daten, die ich ganz gerne einbinden würde, Sensordaten, Geodatendienste, die ich benötigen würde, oder irgendwelche anderen Dateninformationen, die ich noch nicht habe, wo ich mir aber vorstellen könnte, dass ich das gut gebrauchen könnte. Und die andere Frage ist, wie sieht es eigentlich mit der Beschreibung dieser Daten aus? Gibt es da schon Metadaten oder liegen die mir vielleicht noch nicht vor? Und hier war ein Beispiel Wohnungsmarktbeobachtung, hieß es, wir haben eigentlich alle, also die erste Frage, wir haben eigentlich alle Daten, die wir benötigen, brauchen keine weiteren. Top. Bei den Metadaten wurde angekreuzt, die sind teilweise vorhanden, es fehlen aber noch einige Metadaten zu bestimmten Datensätzen und die können dann im Weiteren auch benannt werden. So, das war jetzt so im Schnellgalopp ein kurzer Einblick in den Katalog und welche Fragen euch da erwarten. Jetzt würde ich das Ganze gerne noch einmal reflektieren und so von den Learnings berichten und habe dazu die Punkte in Chancen und Grenzen aufgeteilt oder würde die gerne gegenüberstellen. Also, um das nochmal zusammenzufassen, mit dem Fragenkatalog erfasse ich systematisch eine Ausgangslage, also den Ist-Zustand, die Bedürfnisse und die Herausforderungen von dieser Verwaltungsaufgabe, die ich durchführen möchte. Außerdem erfasse ich Anforderungen, um die Fachaufgabe digital in Zukunft bearbeiten zu können. Das Ganze unterstützt mich in der Kommunikation zwischen den Stakeholdern, also zwischen Anwendungsfallmanagement und Fachbereichen und Anwendungsfallmanagement und IT-Dienstleister, aber natürlich auch einfach in der Kommunikation zu meinen Vorgesetzten, mit dem ich vielleicht da doch nochmal drüber sprechen möchte, über den Anwendungsfall. Der Fragebogen bringt eine Ordnung in Fragestellungen, die teilweise sehr komplex sein können. Also er bricht das Ganze auf und macht klar, über welche Dinge müssen wir sprechen, welche müssen wir analysieren, damit wir am Ende zum zufriedenstellenden Ergebnis kommen. Und es ist so eine erste Ableitung möglich, welche technischen Voraussetzungen für die Umsetzung nötig sind. Und außerdem kann man diese Methodik des Fragenkatalogs auch auf verschiedenste Anwendungsfälle der Stadtentwicklung übertragen. Das Ganze hat natürlich auch Grenzen. Also Anspruch ist schon, dass wir eine Methodik haben, die sehr viele Bedarfe abdecken, aber der Fragebogen ist jetzt so konzipiert, dass es auf Anwendungsfälle mit irgendeinem Produkt- oder Tooleinsatz abzieht. Also es gibt auch Anwendungsfälle, die lassen sich damit vielleicht nur wirklich ganz, ganz grob beschreiben, wo man vielleicht noch nicht genau den Gewinn daraus ziehen kann, den man sich erhofft hat, aber man kann einfach nicht so die eierlegende Wollmilchsau mit so einer Methodik bedienen. Uns ist es aber gelungen, das haben wir ja getestet, doch für viele verschiedene Fragestellungen dann Erfolg zu haben. Es werden eventuell nicht alle fachlichen Anforderungen erfasst. Also wir haben jetzt einen ersten Aufschlag gemacht, eine Version 1, die haben wir gut rückgespiegelt mit den anderen Teilprojekten in den anderen Städten. Aber es kann natürlich sein, dass es Anforderungen gibt, die über den Katalog bisher nicht abgedeckt werden können. Was es ganz eindeutig nicht tut, ist, dass es Gespräche mit den oder zwischen den Stakeholdern ersetzt. Also
Das ist niemals so ein Standalone-Ding, wo der Fachbereich das selber für sich ausklamüsert, sondern intensive Gespräche sind nach wie vor wichtig. Und es ersetzt keine, bereitet nur vor, keine fachliche Anforderungsbeschreibung in User Stories oder gar die technischen Anforderungsbeschreibungen. Also das sind immer noch Dinge, die in den nächsten Schritten dann gemacht werden müssten. Aber mit der Produktvision habe ich schon mal einen sehr, sehr guten Start, um einfach begreifen zu können, was mit diesem Anwendungsfall passieren soll. So, das war es jetzt eigentlich auch zu dem Fragebogen selbst. Auf der letzten Folie wollte ich einfach nur kurz einen Ausblick geben, wie es jetzt weitergeht. Das hatte ich vorhin schon mal angesprochen, dass der Fragebogen aktuell noch sehr münchenspezifisch ist. Wir wollen aber eine Version erstellen, die generalisierbar ist und damit auch nutzbar für andere Kommunen. Dann würden wir diese Version 1, ganz gerne über die CAD Akademie auch veröffentlichen und bereitstellen und spread the word. Ich denke, sobald das veröffentlicht ist, können wir gut und gerne davon auch berichten, das erzählen und einfach andere Kommunen die Möglichkeit geben, das zu testen und zu sehen, ob das ihnen auch so einen Mehrwert bringt, wie wir ihn für uns erkannt haben. Ja, damit bedanke ich mich bei euch für die Aufmerksamkeit und freue mich jetzt auf Rückfragen.